Manchmal ereilen uns aus dem Außen Ereignisse, die rasche Entscheidungen erfordern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mitunter fühlen wir uns überfordert. Wie kannst du erreichen, dass du dennoch schnelle, sichere und für dich stimmige Entscheidungen findest? Auch wenn draußen die Beleuchtungsverhältnisse und auch hier drinnen irgendein Wackelkontakt dafür sorgen, dass ich mal in Farbe, mal fast schwarz-weiß bin. Ich lasse das jetzt so. Ich hoffe, du störst dich nicht daran. Lass uns zum Thema Entscheidung finden und zwar richtig kommen. Manchmal haben wir Entscheidungen, die schon lange anstehen. Aber mitunter ereilt uns auch plötzlich etwas. Ein Familienmitglied wird krank und plötzlich müssen Entscheidungen getroffen werden. Oder aber es treten im Job Situationen auf, die mich grübeln lassen und rasche Entscheidungen erfordern. Oder auch beziehungstechnisch ist irgendetwas im Argen, was ich sofort klären muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin dann manchmal schlicht und ergreifend überfordert. Und in so einer Überforderungs- und als Stress empfundenen Situation hören wir mitunter die Stimme unseres Herzens, unseres Gefühls oder unserer Intuition, die in den ersten Bruchteilen von Sekunden direkt nach dem auftretenden Ereignis zu uns gelangen will, nicht. Wir überhören einfach diese innere Stimme, die ganz leise meist daherkommt und schon fängt unser Gedankenkarussell an und wir überlegen, wenn ich mich so entscheide, was passiert dann? Wenn ich mich so entscheide, was passiert dann? Und hin und her und her und hin. Und da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor, sagte schon Goethes Faust. Was tun, wenn ich die Intuition überhört habe und einfach nicht weiß, was ich machen soll? Wenn ich meine innere Stimme, diesen ersten Impuls tatsächlich überhört habe, erstmal runterkommen, zur Ruhe kommen. Atemtechnik hilft, tief einatmen, bis nicht mehr geht. Atmung anhalten, bis ich das Gefühl habe, jetzt muss ich aber ausatmen, dann ausatmen und so weiter, bis es nicht mehr geht, bis quasi mein Bauch am Rücken hängt. Und erst wenn dann der Impuls kommt, ich muss jetzt wieder Luft holen, dann hole ich wieder Luft. Und das wiederhole ich noch zweimal, dann sollte sich alles soweit beruhigt haben, dass ich wieder klar denken kann. Jetzt wissen wir aber, soweit hat sich das herumgesprochen, dass unser Verstand gerade in Situationen, in denen es schnell gehen muss, häufig nicht die geschicktesten und besten Lösungen liefert, weil sich da so schnell etwas verknotet. Es ist gut, und das ist zumindest meine Erfahrung, du kannst dem folgen oder es auch für dich anders entscheiden, in einen meditativen Zustand zu kommen und Kontakt aufzunehmen mit der geistigen Welt, mit deinem höheren Selbst, mit Gott, mit dem Universum, wie auch immer du es nennen möchtest. Wie das mit dem Meditieren geht, habe ich hier auf dem Kanal schon mehrfach beschrieben und ich verlinke es am Ende dieses Videos auch noch einmal für dich. Dann fragst du deine Seelenbegleiter, deine Geistführer, Gott, was du tun sollst. Und in den allermeisten Fällen kommt dann auf dem von dir bevorzugten Wahrnehmungskanal, also entweder du weißt es plötzlich, weil eine Botschaft in Worten kommt, tu das, lass das oder ähnlich. Oder du siehst ein Bild vor deinem geistigen Auge. Oder du hörst ein Geräusch, irgendetwas, was dir eine Assoziation verschafft und dir damit die Lösung bringt. Oder du siehst Farben
oder ganz einfach dein Gefühl sagt ja, oh ja, das fühlt sich gut und stimmig an. Alles in dir geht auf, öffnet sich. Dann weißt du Bescheid. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Und zwar welcher? Der Knackpunkt besteht darin, dass du zwar eine tolle Botschaft erhalten hast, auf welchem Wege auch immer, jedoch ihr immer noch nicht vertraust und denkst, du musst sie noch tausendmal in Zweifel setzen, noch tausendmal überprüfen, noch mit Hinz und Kunst darüber reden, ob die das dann vielleicht genauso sehen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass diese Botschaft auf dich maßgeschneidert, für dich speziell formuliert und dir zu Gemüte geführt wurde. Wer im Außen sollte darüber richten? Oder glaubst du, dass die 2, maximal 5% unseres Bewusstseins da oben im Verstand in der Lage sind, eine so übergeordnete Botschaft tatsächlich zu beurteilen? Meine Erfahrung und meine zunehmende Sicherheit im Laufe meiner Meditationspraxis haben mich gelehrt, dass du diesen Botschaften vertrauen kannst. Und Vertrauen ist hier das wichtigste Wort. Wie kannst du dieses Vertrauen erlangen, gerade wenn du noch etwas ungeübt vielleicht bist im Umgang mit Botschaften aus der geistigen Welt? Ganz einfach. Wozu hat uns das Universum, Gott, den Körper gegeben? Wir sind Körperweise, Weisheit unseres Körpers. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Aus meiner persönlichen Erfahrung und auch der Erfahrung vieler anderer sind alle Formen der Kinesiologie gute Möglichkeiten, eine Botschaft, die du erhalten hast, zu verifizieren. Und da nenne ich habe es auf diesem Kanal auch schon öfter mal getan, den Schwanktest. Das heißt, du stellst dich etwa schulterbreit auf, atmest 2, dreimal tief durch, stellst dann die Frage, diese Botschaft, die du gerade erhalten hast, ist die für mich stimmig? Gibt dein Körper tendenziell nach vorn? Ist das gleichbedeutend mit einem Ja? Der wendet sich diesem Ja zu. Kippst du nach hinten, dann ist es ein Nein. Das kannst du auch noch 5-mal wiederholen. Oder du nimmst ein Pendel und pendelst, wenn du dessen mächtig bist. Jedoch dieser Schwanktest, den hast du überall zur Verfügung, brauchst keine Hilfsmittel und dem darfst du vertrauen. Und dann gibt es noch die sogenannten Synchronizitäten. Wenn du dann rausgehst in die Welt und hörst irgendwo ein Gespräch, siehst irgendeine Botschaft geschrieben an einem Plakat oder ähnliches, und das scheint direkt die Bestätigung, die Antwort zu sein auf die Botschaft, die du gerade erhalten hast. Oder Engelszahlen, also 111, 2222 und ähnliches, dann sind das lauter Bestätigungen. Und dann darfst du dem vertrauen. Und auf diese Weise ist Entscheiden so easy. Und im Laufe der Zeit lernst du es tatsächlich, dem zu vertrauen. Und was der schöne Nebeneffekt ist, dein Selbstwertgefühl steigt, dein innerer Frieden stellt sich ein und du bist in dir sicherer. Du spürst mehr Sicherheit und Unabhängigkeit von all den äußeren Dingen, die gerade so stattfinden. Und wann könnte so etwas besser sein als gerade jetzt in diesen verrückten Zeiten? Ich wünsche dir gute Entscheidungen, welcher Art auch immer sie sein mögen. Wünsche dir Vertrauen in dich selbst und die Botschaften, die du erhältst. Eine gute Zeit
und bis zum nächsten Video. Tschüss.